Hallo, ich bin Nico Semsrott und am 26. Mai ist Europawahl. Leider. Ich habe eine PPPPP mitgebracht, eine peinlich politische PowerPoint-Präsentation zum Thema Paviane. Hashtag Affenhirn, Hashtag Allmendeproblem, Hashtag It's getting hot out here. Als Politiker muss man mit dem arbeiten, was man hat. Wähler. Politiker und Wähler haben eines gemeinsam, sie sind Menschen und Menschen sind egoistisch, dumm und triebgesteuert. Im Prinzip also nicht anders als Paviane. Paviane leben in Gesellschaften und lieben Bananen. Das Problem? Bananen werden importiert und führen zu einem höheren CO2-Ausstoß. Das heißt, der kurzfristige Konsum einer Banane führt zum langfristigen Tod der gesamten Paviangesellschaft. Im Prinzip gibt es nur die Auswahl zwischen Banane und Überleben. Die Gesellschaft der Paviane muss also überlegen, wie sie den Bananenkonsum reduziert und hat da mehrere Möglichkeiten. Sie kann zum Beispiel auf Freiwilligkeit setzen, auf Steuern oder auf ein Verbot. Ich möchte jetzt noch etwas näher auf diese drei Möglichkeiten eingehen. Erste Möglichkeit, Freiwilligkeit. Und wir erinnern uns nochmal an die Eigenschaften von Pavianen. Sie sind egoistisch, dumm und triebgesteuert. Das heißt, wenn man sagt, verzichtet doch bitte freiwillig auf Bananen, dann führt das natürlich dazu, dass alle weiter Bananen fressen und am Ende tot sind. Zweite Möglichkeit, Bananensteuern. Das führt am Ende dazu, dass nur die Reichen Zugang zu Bananen haben und die Armen leer ausgehen und sich am Konsum kaum etwas ändert. Dritte Möglichkeit, Verbot von Bananen. Alle überleben und keiner frisst mehr Bananen. Verbote kommen allerdings nie gut an. Das war damals schon bei der Einführung der Gurtpflicht so. Vor der Einführung der Gurtpflicht waren die Paviane freier, aber früher tot. Ohne die Impfpflicht sind die Paviane freier, aber auch früher tot. Und solange sie Bananen importieren, sind die Paviane freier, aber früher tot. Gott sei Dank hatte das jetzt alles nichts mit Klimapolitik zu tun, sondern nur mit Pavianen.